Heute geht es um unsere Entwicklungen, Entwürfe und. Und wir haben auch 2 oder 3 ganz neue Dinge, die wir euch gerne vorstellen möchten. Wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt und wissen wollt, welche 3 neue Teile wir aus dem Ärmel geschüttelt haben, bleibt dran, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Grüßt euch zurück bei Sportsman Target. Mein Name ist Daniel. Wie schon erwähnt, geht es heute ganz einfach um Tuning-Teile, Entwicklungen und Entwürfe, was wir bisher gemacht haben für unsere Community und die Pistolen-Armbrust-Szene, um ihnen einfach eine Freude zu machen und einfach besser oder ihre Pistolenarmbrust verbessern und modifizieren können. Wir fangen heute ganz einfach an mit der Black Mamba, die kennt jeder, ja. Ich habe das Zeug hier verbaut, deswegen möchte ich gerne mit der anfangen. Was haben wir hier dafür entwickelt, entworfen? Hier das erste ist diese Picatinny Rail, die kennt jeder. Wie gesagt, das ist eine Alligator-Plattform. Die Alligator hat mehrere Namen, beziehungsweise die Plattform hat mehrere Namen. Im Prinzip ist es dieselbe Armbrust, deswegen passt es auch auf eine Beer oder auf eine M-Tech oder sonst was. Wie gesagt, das ist dieselbe Plattform, passt auch dort. Wie gesagt, hier haben wir die Picatinny entwickelt, sprich hier, die ist verstärkt. Jeder kennt das Teil, was hier drauf ist, das ist so lummelig. Das biegt sich wie eine gekochte Spaghetti, ja. Deswegen braucht man da gar nichts montieren und ist eigentlich für mich Schrott. Diese ist geneigt. Die gibt es auch einmal in 1,5 und einmal in 2 Grad. Ist geneigt und ja, wie gesagt, stabiler und da kann man wenigstens hier ein schönes Scope drauf machen und das hält auch. Dann kommen wir hier zu unserem Handguard. Extension Kit, Handguard, man sagt im Schusswaffenbereich Handguard für Schutz für die Hände. Ist es eigentlich hier auch, weil die Sehne kann wehtun, wenn man die Finger hier zu weit oben hat. Deswegen nenne ich es trotzdem Handguard. Ganz einfach hier ist einfach hier das Ganze hier verlängert bis nach vorne. Ja, ich kann hier ein Bibot drauf machen, ich kann einen Griff und keine Ahnung, ein paar Socken dran machen oder was man will einfach. Dazu sind hier nochmal auch seitliche Picatinny, das macht das Ganze ein bisschen bulliger, macht einen massiveren Eindruck und ja, ist einfach eine coole Sache, finde ich. Klar, wenn man was selber macht und zufrieden ist, dann ist es auch cool. Ja, aber so, das war es eigentlich fast schon mit der, nicht für, sondern mit der Alligator-Plattform. Aber ich möchte sagen, ich habe für die Alligator-Plattform und die Stinger-Plattform, sprich Survival, Stinger AR6 und Stinger M10, habe ich einen Speed-Trigger entwickelt. Wie gesagt, bis hierhin kennen es viele Leute. Wir haben auch viele Leute, die diese Speed-Trigger haben und auch zufrieden sind. Der Speed-Trigger ganz einfach, er ist ergonomischer, er ist sanfter und sportlicher im Abzug und auch leichter. Er ist spürbar ab 90er Bogen, sage ich jetzt mal, da merkt man schon den Unterschied zum normalen originalen Tuning-Trigger oder normalen Trigger. Hiervon haben wir ganz einfach 4 verschiedene Versionen. Die erste Version wäre diese hier. Das ist die erste. Ich hoffe, man sieht es. Ich weiß es nicht, ob es das scharf stellt, aber das ist die erste Version. Dann gibt es hier noch eine zweite vom Design her Version. Ja. Dann gibt es hier noch eine dritte Version. Und dann gibt es hier noch eine 4. Version. Persönlich mein Favorit, der gefällt mir am besten. Den habe ich auch an der M10 verbaut und an der AR6 und an der Black Mamba. Gefällt mir persönlich am besten. Wie gesagt, das sind Designer
Versionen, also nur das Design, diese 4, aber alle zusammen haben die gleiche Funktion und wurden alle gleich überarbeitet. Nur der Trigger an sich gibt es in 4 verschiedene Designs. Die Funktion ist bei allen gleich. Ja, dann kam die M10 raus und dann dachte der Onkel Daniel einfach, hey, wie sieht's aus? Bei der AR6 konnte man, warte mal, ich stelle mal das hier ein bisschen auf Seite. Bei der AR6 konnte man einen Scope oder ein Red Dot montieren. Also was mache ich? Oder wir entwerfen einfach nochmal hier ein Iron Sight, Ghost Ring Sight, Iron Sight. Da haben wir natürlich 2 Stück haben wir da entworfen. Und zwar haben wir hier einmal den Scorpion Sight. Das ist ein sehr geiles Teil. Wie gesagt, all diese Dinge, wir haben unsere Tester, die uns ehrliches, neutrales Feedback geben können. Und ja, viele Leute haben die Teile schon, beziehungsweise die es schon länger gibt. Wie gesagt, hier ist das Iron Sight. Mega cooles Ding. Gibt es im Moment in 2 verschiedenen Höhen, also sprich für 10 Meter und 20 Meter, wird es aber in Kürze, also in richtiger Kürze, auch flexibel und verstellbar geben. Dann kann man selber auf seine gewünschte Distanz gehen, wie man möchte. Und dann haben wir ganz neu, ich zeige es jetzt auch mal in grün, da sieht man es besser, diesen hier. Also der ist mega geil. Da hat man einfach fixe Punkte, fixe Löcher, da man hier dann das Leuchtkern einfach in die Löcher reinbringt und dann auf seine Distanz schießen kann. Je nach Pfeilgewicht variiert, ja, und je nach Entfernung variiert. Aber ich habe so der untere, also der zweite von unten, der ist auf 10 Meter. Sprich, der untere ist dann auf 5 oder auf 8, je nachdem, was für Pfeile man benutzt. Und die oberen 2 einfach für weitere Distanzen. Ja, so. Und wie gesagt, bei der M10 habe und dann noch, übrigens hier ist auch der Trigger dran. M10 hier auch dieses Teil, also unmittelbar nach der M10 Release haben wir das hier entwickelt. Ganz einfach, dass man hier einen Red Dot drauf machen kann. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gezeigt habe oder nicht, aber egal, kann man Red Dot drauf machen. Diese ist geneigt. Ich habe aber auch schon direkt kurz nach meiner Entwicklung habe ich auch schon andere Entwürfe gesehen. Ja, die ein oder anderen sind schon ein bisschen besser ausgereifter sogar gewesen als das, wo mir persönlich eigentlich auch ganz gut gefallen. Ja, eins ist sogar verstellbar, gefällt mir auch ganz gut. Das macht, glaube ich, einer ich denke mal, er kommt vom Osten, vom Dialekt her kommt er vom Osten. Glaube hier Action World, Großbau Action World, irgendwie sowas. Die Version finde ich persönlich richtig cool, die gefällt mir richtig. Ja, wer es braucht, kann sich das Ding montieren, wer nett, der nett. Also ich brauche es nicht, weil ich benutze meine Iron Sights, da komme ich am besten klar damit, auf diese Entfernungen. Lustiger wird es erst, wenn man einen Scope montieren muss. Und zwar so ab 20, 25 Meter, je nach Auge. Dann kennt jeder die Tri-Fire Protection Trockenspannsicherung, die kennt natürlich jeder. Das ist auch das bekannteste Teil von uns eigentlich. Und da dachten wir uns einfach, hey, für die AR6, jetzt gibt es für jedes Ding gibt's eine Trockenspannsicherung, für die AR6 aber noch nicht. Also kommt die nächste Neuheit, haben wir hier auch eine Trockenspannsicherung. Und das einzige Problem ist, dann ist es, wenn man das einbaut, wie gesagt, das legt man oben als letzten Pfeil rein. Wenn man das einbaut, ist es keine AR6, sondern eine AR5. Man muss also auf einem Pfeil dann verzichten. Wer es braucht, wer es nicht braucht, braucht es nicht. Das ist jedem selber überlassen.
Ich persönlich schieße sowieso eigentlich nicht mehr als 3 Pfeile in mein Ziel, weil ich keinen Bock habe, meine Pfeile zu schrotten. Und deswegen laufe ich nach 3 Pfeile vor und hole mir meine Pfeile wieder. Oder ich suche mir ein anderes Ziel aus, je nachdem wie groß der Zielsack ist. Der Pfeilfangsack, Sack, keine Ahnung, einfach Sack, Drecksack. Und jetzt kommen wir zu nochmal was richtig Cooles, ganz Neues. Und wie gesagt, man kann das hier zum Beispiel, man kann es oben montieren, aber auch unten und dazu einen Griff dran machen oder. Man ist also sehr, sehr flexibel mit dem Teil. Und zwar geht es hier um diesen Universalhalter. Also ich will sagen, das ist keine billige Eigenwerbung, sondern eine sehr günstige Eigenwerbung. Das hat, glaube ich, irgendjemand aus Österreich, irgend so ein Typ aus Österreich hat da, glaube ich, auch so eine Version. Keine Ahnung, wer das ist. Aber naja, wie gesagt, ich habe das nochmal ein bisschen verbessert, nochmal überdachter gebaut, bisschen länger. Dann kann man hier auch vernünftig was drauf montieren. Das Ganze gibt es sogar in 3 verschiedene Versionen. Und zwar einmal in 19 mm für regulär Original, da Steamboat jetzt zum Beispiel aus Österreich kommt und da Laser und das ganze Gedöns erlaubt ist, habe ich das für 19 mm gemacht. Für Laser, wie gesagt, Laser Taschenlampe oder für irgendeinen Container, Wachscontainer, den ich aber noch nicht entwickelt habe. Weil, wie gesagt, ich bin hier auch in einem Land, da das alles erlaubt ist. Kann man nutzen, wie man will. So, und dann gibt es die zweite Version. Die zweite Version ist dieses Teil mit 25 mm. Ich habe jetzt hier nur einen Ausschnitt, weil ich nicht jetzt 5 von den Dinger drucken wollte, in 25 mm Version. Und um noch mal eins draufzusetzen, habe ich mir noch mal was überlegt. Und zwar, was ist, wenn man jetzt 25 mm hat, aber man hat auch 19 mm? Was ist dazwischen? Ja, was kann man da machen? Da dachte ich mir einfach, okay, hey, hör zu, ich mache hier einen 25 mm Ring, den drücke ich zusammen, dann komme ich auf 24 oder sogar auf 23 mm. Und dann gibt es einfach noch Reduzierhülsen, die das Ganze verkleinern. Also wie gesagt, wenn man hier den flexiblen, Universalhalter nehmen würde, wären diese Hülsen natürlich mit dabei, ganz klar. Einmal ist es dann von 23 auf 22. Man kann also alles, was zwischen 23 und 22 mm ist, kann man reinmachen. Oder von 21 auf 19 mm. Kann man auch alles reinmachen. Sprich, der eine hat, keine Ahnung, irgendwas, ja. Also wenn ich jetzt für Deutschland spreche, keine Ahnung. Ein Wiener Würstchen oder sowas könnte man sich da reinklemmen, wie bei Werner und Werner Würstchenblinker. Oder wenn jemand einen Wachscontainer hat, keine Ahnung, kann er den reinmachen. Oder was erlaubt ist, ist, wenn man eine Taschenlampe ausgießt mit Beton oder sowas. Das ist erlaubt. Also man macht diese Taschenlampe an der Waffe unbrauchbar. Dann ist es erlaubt. Sprich, man kann es mit Beton ausgießen. Theoretisch. Dann darf man das auch dran haben. Offiziell und legal. In anderen Ländern darf man es halt. Ist halt so. Kann ich leider nichts dafür. Aber ja, diese Sachen gibt es. Wie gesagt, die komplette Neuheiten sind einmal, also nicht dieses Sight, aber da kommt auch noch mal ein neues Sight raus, wo man halt, also dieses Scorpion Sight, wo man halt verstellen kann nach oben und unten, damit man seine eigene Distanz einstellen kann. Dann dieses Teil, das ist ganz neu, das gibt es ganz neu. Das hier gibt es ganz neu, AR6 bzw. AR5 Trockenspannsicherung DFP. Und dieses in den 3 verschiedenen Versionen. Wie gesagt, es ist keine billige, sondern eine günstigere Eigenwerbung.
Und wer die Sachen cool findet, findet sie cool und wer nicht, der nicht. Aber an sich alles easy. Wir sehen uns nächstes Mal und da gibt es versprochen, in den nächsten Tagen gibt es ein bisschen mehr Action. Es war jetzt immer kalt und nass, hat man keinen Bock einfach rauszugehen. Muss auch nicht sein, nur wegen Video jetzt sich da wie ein Schwein im Matsch rumzuwälzen. Braucht kein Mensch. Genau, wenn es euch gefallen hat und ihr noch mehr von unseren, ich sag mal, Kreationen oder Entwicklungen sehen wollt, weil in den nächsten paar Wochen, Monaten werden noch richtig viel neue Sachen. Wir haben so viele Sachen noch im Ärmel, was demnächst rauskommen wird. Nicht nur Entwicklungen, auch andere Sachen. Es wird sicher cool und ich verspreche euch, die nächsten Tage gibt es mehr Action. Ja, lasst ein Like da, Glocke da. Wenn ihr Kumpels habt, sagt ihnen Bescheid. Es gibt coole Sachen hier. Definitiv. Es gibt richtig coole Sachen. Wo es die Sachen gibt, mache ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr gerne durchsuchen und jeder kann was haben davon. Viele haben schon ein paar Sachen und sind zufrieden. Wir haben also eigentlich nur positives Feedback von sehr vielen Leuten. Alles klar? Dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder Mittag oder warte mal, das Video kommt morgens in Deutschland raus. Bei mir ist es 1 Uhr nachts, wo es rauskommt. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Morgen und ein schönes Wochenende. Bis dann, haut rein und auf Wiedersehen.